Ja, herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Ich möchte heute mal ein Thema vorstellen, was mir echt sehr, sehr am Herzen liegt, und das ist das mit diesem kleinen Freund hier, nämlich Brandschutz im Wohnmobil. Ja, und den kleinen Freund haben wir nicht mit. Wir hatten sowas mal mit, allerdings eine Nummer kleiner, die gibt es ja auch, ich glaube, in der halben Größe. Aber die Dinger sind mir einfach zu unsicher, beziehungsweise nicht zu unsicher, sondern in der Handhabung zu unsicher, und ich glaube nicht, dass das so das Richtige für uns ist. Und deswegen habe ich mich mit der Feuerwehr mal in Verbindung gesetzt. Ist schon sehr lange her, ich glaube, das war noch weit vor Corona, und habe dann mal angerufen und gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, weil ich möchte gerne mein Wohnmobil brandschutzmäßig ein bisschen ausstatten. Und ich muss echt sagen, die waren total lieb und haben gesagt, ja, einfach vorbeikommen, am besten mit dem Fahrzeug, dann gucken wir uns das an. Wenn wir dann natürlich einen Anruf kriegen von wegen, wir müssen raus, wir haben einen Notfall, dann müssen wir halt gehen. Aber ansonsten einfach mal vorbeikommen, wir können da keine Termine machen. Super, aber habe ich gemacht. 2, 3 Tage später bin ich dann mit dem Wohnmobil los zur Feuerwehr und habe dann die Jungs draußen angetroffen. Die saßen dann draußen, haben einen Kaffee getrunken, war total super. Und ja, die haben mich dann auch echt toll beraten. Und die erste Frage war natürlich, ja, was hast du denn als Brandschutz in deinem Wohnmobil? Und ich habe ihm dann den kleineren Jungen davon gezeigt. Und er sagte, ja, nicht schlecht, aber wie benutzt du den? Und ich dann gesagt, okay, ich gucke mal eben auf die Anweisung. Sagte er, super Idee, ist ein guter Ansatz, aber jetzt kannst du schon mal laufen gehen, weil bringt nichts. Bis du da durchgeguckt hast, ist das Feuer schon ausgebreitet. Ja gut, aber er sagte auch gleich, das Problem ist halt bekannt, dass diese Feuerlöscher halt für den normalen Hausgebrauch oder auch für ein Wohnmobil gerade in der Gefahr, wenn man umschalten muss, sehr unhandlich sind. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, gibt es denn Alternativen? Und er sagte, ja klar, Feuerwehr, frag doch mal eine Feuerwehr, wenn man aufs Alternativen geht. Ja, ich meine, so gut, außer Wasser? Ja, und er war voll am Lachen. So, ja, und er hat mir dann Brandschutzspray empfohlen. Was ist das? Das ist Brandschutzspray. Und zwar ist das eigentlich eine Dose, die halt gehandhabt wird wie, ich sag mal, Haarspray oder Backofenspray, weil Spraydosen kennen wir ja alle. Ihr habt dann hier auch Zahlen drauf, 1 und 2, dann wisst ihr genau, wo ihr echt kräftig drücken müsst. Und das kriegen, ich glaube, alle Leute hin. Also die sind auch empfehlenswert, wenn man draußen grillt, auch im eigenen Garten. Oder wir haben die auch immer dabei, wenn wir Ausstellungen machen. Bei den Küchen, da müssen wir auch im Brandschutz sorgen. Da haben wir die auch dabei. Und ich habe jetzt eine hier im Fahrzeug, direkt am Eingang. Und wir haben noch eine hinten in der Garage eingebaut. Weil hier ist es gut, wenn wir vorm Fahrzeug grillen. Dann haben wir können wir die direkt aus der Halterung ziehen. Und drinnen zeige ich euch gleich, warum wir die da nicht direkt am Herd dran gemacht haben, und hat er mir auch noch Tipps gegeben. Und deswegen gehen wir jetzt mal kurz rein und ich zeige euch mal, warum wir dieses Löschspray nicht an unserem Herd gemacht haben. Ja, und dann hat er mir halt den Tipp gegeben, weil ich ihn noch gefragt habe, wohin denn am besten, und hatte mir den Tipp gegeben, bitte nicht in Herdnähe. Das hat auch einen logischen Grund. Als er mir das erzählt hat, fand ich das gut. Weil ihr habt den Herdbrand, habt ihr halt hier. Und wenn ihr euch dann erst bücken müsst, um dann den Schrank zu öffnen und eure Flasche rauszunehmen, seid ihr direkt an der Gefahrenquelle. Und das macht kein Mensch. Jeder Mensch entfernt sich von der Gefahrenquelle. Und deswegen ist es einfacher, wenn man das etwas weiter wegnimmt, die Flasche hier nimmt und von hier loslegt. Ja, ich hoffe mal, ich komme nicht in diese Situation, aber man weiß ja nie. Also ich habe es jetzt so ausgerichtet, dass ich dann wirklich, ich sag mal 007 spielen kann und ab damit auf den Brandherd. Ja, es macht mir mein Herz so schwer, diese Flasche. Ja, aber dann gibt es aber auch noch andere Sachen. Und zwar gibt es auch noch die Möglichkeit einer Löschdecke. So, die Löschdecke habe ich erstmal hier hingestellt. Die haben wir nämlich eigentlich an der Tür kleben. Und zwar macht ihr das dann auf. Das kann man ganz leicht aufziehen aufgrund des Klettverschlusses. Zieht die raus, faltet die auseinander und schmeißt die einfach drüber. Das ist eine Löschdecke. Und die ist auch noch sehr sinnvoll. Die habe ich auch, ich habe die im 5er-Pack gekauft. Weil ich habe die jetzt hier, ich habe die in unserer Ausstellungsküche, ich habe die in der Studioküche und ich habe die noch einmal
in der Heckgarage und eine als Ersatz. Ich hoffe, ich brauche sie nie und ich hoffe, die werden niemals benutzt. Ja, die hängt dann normalerweise auch hier an der Tür. Ja. So, dann aber noch eine andere Sache. Das sind Firestops. Firestops sind noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und zwar sind die mit einer Flüssigkeit gefüllt. Die sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, die ihr dann einfach in die Pfanne schmeißt. Das ist wichtig, Klatsch, das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Fettbrand habt. Das kann ja passieren, wenn die Pfanne zu heiß wurde mit dem Fett, dann entsteht ein Brand und dann, wer mutig genug ist, kann es dann natürlich dann da reinschmeißen. Dafür ist es gedacht, das ist natürlich dann auch beim Grillen gedacht und ähnliches. Da ist ein Zweierteil drin, 2 Tütchen und ich habe die dann auch etwas weiter weg, aber so, dass ich immer schnell dran komme. Ja, Brandschutz ist mir sehr, sehr wichtig. Ob es hilft oder ob das Ding in irgendwann in Flammen aufgeht, oh, ich hoffe nicht. Ja, aber man weiß es nicht und deswegen möchte ich da vorbeugen. Und ich wollte euch diese Sachen einfach mal kurz vorstellen, weil es ist wirklich zu empfehlen. Ein Brandlöschspray. Dieses vielleicht ist mir auch noch sehr unbekannt, aber soll laut Feuerwehr auch wirklich sehr, sehr sinnvoll sein. Hat wohl schon sehr vielen Leuten geholfen. Und natürlich die Löschdecke, die sollte auch vielen bekannt sein. Ich verlinke euch das alles nochmal in der Beschreibung. Die ganzen Links dazu, wo ihr das bekommt. Und dann könnt ihr gucken, ob das für euch gut ist. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch niemals so einer Gefahrenquelle. Ich hoffe, ich habe das auch nie. Seid vorsichtig, was Feuer betrifft. Auch beim Grillen draußen, auch wenn es Gas ist oder eure Kohle oder sowas. Schützt euch selber, holt euch da so ein Fläschchen, macht es in die Nähe und ihr seid da auch geschützt. Es kann immer was passieren. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal, wir sehen uns im nächsten Video.